Ich möchte Ihnen heute an meinem Vortrag aufzeigen, dass es bei 5G um viel mehr geht als einfach nur um elektromagnetische Strahlung. Ich werde nicht viel über die gesundheitlichen Auswirkungen sprechen, ich werde das antönen, da werden wir nachher im Anschluss an mein Referat Dennis hören, mit den Experimenten und Erfahrungen. Und ich möchte Ihnen einfach so ein bisschen ein breiteres Bild zur Mobilfunkstrahlung geben und eben am Aufhänger 5G, weil das Thema heute in aller Munde ist, nicht nur in der Schweiz, auch in Deutschland, in Übersee, Neuseeland, Südamerika, überall auf der ganzen Welt. Ich werde heute auch nicht groß über Abschirmung sprechen, das wäre ein Kapitel oder einen ganzen Vortrag für sich. Auch Entstörprodukte gibt es ja ganz viele, Handyaufkleber zum Beispiel, werde ich am Schluss erwähnen, was man damit tun kann. Aber das Thema 5G ist viel zu wichtig oder eben viel zu breit, als dass man es einfach mit einem Handyaufkleber aus der Welt schaffen könnte. Ich möchte Ihnen auf keinen Fall Angst einflößen oder in Panik versetzen oder emotional aufwiegeln. Denn wir haben gestern gehört, was wir mit unserem Geist machen können, dass wir uns heilen können, wenn wir uns darauf konzentrieren. Wir können aber auch das Gegenteil bewirken, natürlich. Und Angst bewirkt das Gegenteil von Gesundheit. Das macht uns krank. Deshalb, Angst ist nie ein guter Ratgeber. Ich möchte auch nicht die Technologie verteufeln, überhaupt nicht. Da geht es nicht darum. Die Technologie ist ja wunderbar. Laptop, Internet, Beamer. Auch ich habe ein Smartphone. Es ist zwar meistens ausgeschaltet, aber auch ich bin froh, ab und zu erreichbar zu sein. Darum geht es also auch nicht. Aber es geht darum, immer zu schauen, wem nützt die Technik und wem schadet sie. Respektive die Technik an und für sich ist einfach, ist nicht gut oder schlecht. Es ist ein Werkzeug, das wir mit unserem Geist einfüllen können. Und das ist der wichtige oder der springende Punkt. Was machen wir mit der Technik? Lassen wir uns von der Technik bestimmen oder beherrschen wir die Technik? Und das ist der wichtige Punkt. Und auf der anderen Seite, natürlich, dürfen wir auch nicht einfach den Kopf in den Sand stecken, wie das hier die deutsche FDP auf diesem Wahlplakat macht. Digital first, Bedenken second. Also, da müssen wir die Balance halten. Weder Angst noch den Kopf in den Sand stecken. Gut, es ist ja nicht so, dass niemand vor den Gefahren vor 5G warnen würde. Der große Rückversicherer Swiss Re, er gibt jedes Jahr einen Bericht heraus, wo er neue Risiken identifiziert. Er muss sich ja damit beschäftigen, im Versicherungsgeschäft, oder? Und da hat er in seinem letzten Bericht vom Mai 2019, der Bericht heißt Sonar Erkenntnisse über neue Risiken, hat er 5G identifiziert. Und ich habe da ein paar Stichworte aufgelistet auf diesem Bericht oder eben Gefahren, die dahinter stecken können. Cyberattacken werden immer schneller und voluminöser, ja, weil immer mehr Geräte, immer mehr Menschen vernetzt sind miteinander. Politische Spannungen, wir merken das ja heute schon. Die Bevölkerung merkt ja, da ist etwas nicht so, wie es uns immer gesagt wird, es sei gesundheitlich unbedenklich. Da entstehen Spannungen auch zwischen Politik oder den Staaten und der Bevölkerung. Spionage, Sabotage, die wird natürlich auch immer mehr erleichtert durch die immense Vernetzung auch unserer Haushalte etc. Und nicht zuletzt sagen sie natürlich auch ganz klar, mögliche Haftungsansprüche wegen gesundheitlichen Auswirkungen, die vielleicht irgendwann doch mal akzeptiert werden und Gerichte entsprechende Fälle behandeln werden. Das sind wirklich Risiken, die latent da sind und wie ein Damoklesschwert über dieser Technologie schweben. Auch die Europäische Umweltagentur hat bereits im 2001, ist jetzt eine Weile her, einen Bericht herausgegeben. Und das ist noch interessant, der heißt Späte Lehren aus frühen Warnungen. Und anhand von verschiedenen Beispielen untersuchen sie da, wie das Vorsorgeprinzip in der Politik funktioniert oder eben nicht funktionierte. Ein Beispiel sei hier erwähnt, das ist der Baustoff Asbest. Der wurde ja 1880 oder 90 entwickelt oder herausgefunden
Und das war eigentlich ein wunderbarer Baustoff, aber er hatte eine Kehrseite, er ist gesundheitlich schädlich. Wenn man Asbest bearbeitet, zerschneidet, zersägt und man solche Mikrofasern einatmet, kann das Lungenkrebs auslösen und es löst auch Lungenkrebs aus. Und da gab es bereits zu Beginn eben die frühen Warner, die davor eben warnten, dass es gesundheitsschädlich ist. Aber es hat über 100 Jahre gedauert, bis dieser Stoff endlich verboten wurde, in den 80er Jahren. Ich nehme an, das ist weltweit so, nicht nur in der Schweiz oder in der EU. Und mit dem Mobilfunk oder der Mobilfunkstrahlung sind wir eigentlich am genau gleichen Punkt. Die frühen Warner sind da und sind schon lange da. Aber die Politik muss jetzt endlich das erhören. Und Sie sehen auch, die Direktorin, Professor McClade, schreibt auch oder sagt auch 2009 an einem Kongress in Washington, dass die Frühwarnwissenschaftler häufig diskreditiert werden, ihren Job verlieren etc. Das war also früher schon so, das ist nicht erst heute so. Die Geschichte scheint sich hier zu wiederholen. Und es wäre natürlich schön, wenn wir tatsächlich aus der Geschichte etwas lernen würden. Die Medien, Mobilfunkanbieter oder auch unsere Regierungen werden ja nicht müde, eben uns zu versichern, dass die Mobilfunkstrahlung eigentlich völlig gesundheitlich unbedenklich ist. Und ja, sie sind auch sehr aktiv, da irgendwelche Faktenblätter zu publizieren. Oder auch eben die Medien, man liest da immer wieder, ja, Fake News etc. und dass diese Fake-Argumente, die da auch immer wieder kommen, dann ins rechte Licht gestellt werden müssen. Und ich habe meinen Vortrag so strukturiert, ich werde da und dort ein paar Argumente einbauen, die eben kommen und möchte da aber aufzeigen, ob denn wirklich etwas dran ist oder nicht. Ja, was sind Fakten, was sind Märchen oder was sind Mythen? Das ist ja nicht immer ganz so einfach zu sagen. Die Natur, der Mensch, wir sind ja keine digitalen Systeme, einfach 0, 1, gut oder schlecht. Sondern die Natur und auch wir funktionieren anders. Da gibt es alle Abstufungen, alle Farbabstufungen zwischen Schwarz und Weiß. Und in der heutigen Zeit wird das natürlich schon auch sehr stark gefördert, sei es durch die Medien oder durch die Politik auch, eben diese Schlagworte, diese Schubladen, oder entweder gut oder schlecht, du bist für mich oder gegen mich und fertig. Aber eben, es gibt alle Abstufungen zwischendrin und das ist wieder diese Balance, die wir halten müssen oder finden müssen dazu. Gut, 5G ist nichts Neues. Wird oft gesagt, und das impliziert ja so, ja, wir haben ja 5G oder 5G ist am Kommen, ist ja nichts Neues, wir haben schon 4G, 3G, 2G etc. Das hat uns ja auch nicht unter den Boden gebracht, also ist ja 5G sicher auch nicht schädlich. Schauen wir mal, was 5G da wirklich Neues bringt. Das ist ja eine Riesenkiste, die 5G-Kiste. Ich werde mal kurz ein bisschen drin rumwühlen und ein, zwei Aspekte daraus hervorziehen. Vieles haben wir schon im letzten Jahr von Marcel Hoffmann gehört an seinem Vortrag. Und ich möchte da nur auf die Homepage verweisen, der World Foundation for Natural Science. Sie können diese Referate und Vorträge alle schauen dort und ich ermuntere Sie, schauen Sie da rein, ist wirklich spannend. Darum, ich werde da nicht viel wiederholen, was im letzten Jahr gesagt wurde. Ja, was ist denn überhaupt 5G? 5G ist der 5. Mobilfunkstandard. Und als Mobilfunkstandard bezeichnet man die Normen und Regelungen, auf denen die Technologie und Systeme mobiler, digitaler Kommunikation aufbauen. Das ist also ein ganzer Strauß. Und wenn wir heute etwas über Antennen und so sprechen, dann geht es bei 5G natürlich nicht nur um die Antennen, sondern die ganze Infrastruktur, die auch darunter liegt und die es da auch braucht und aufgebaut oder erweitert werden muss, damit das Gesamtsystem überhaupt funktioniert. 5G, ja eben, was ist neu an 5G? 5G ist eine Weiterentwicklung
der bestehenden Mobilfunktechnologien und bringt primär einfach mal massiv erhöhte Geschwindigkeit. Viel mehr Daten können da übertragen werden in einer viel kürzeren Zeit. Man spricht da heute von irgendwo 10 bis 100 Gigabit, die da übertragen werden können pro Sekunde. Also eine Ver-10- bis Ver-100-fachung der Geschwindigkeit und der Datenmengen, die da übertragen werden können. Es sollen auch viel mehr Geräte miteinander verbunden werden können, als dies heute schon der Fall ist. Man spricht da bis 1 Million Geräte pro Quadratkilometer. Weltweit, ich habe diese Zahlen auch aus dem Internet gelesen, weltweit erwartet man da bis zu 200 Milliarden Geräte, die vernetzt werden können. Das ist die eine Quelle. Bei der anderen Quelle habe ich sogar von 7 Billionen Geräten gelesen. Also bei 7 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, oder? Das wären irgendwo 1000 Geräte pro Mensch auf dieser Erde, die da vernetzt werden können. Und so ist 5G der Wegbereiter für die Digitalisierung. Ich habe da ein paar Begriffe aufgeschrieben: Smart Home, Smart Security, Smart Mobility, Smart City. Das sind ja alles so Schlagworte, die uns heute ja fast so ein bisschen um die Ohren geworfen werden. Aber dahinter steht eigentlich wirklich die Vernetzung aller elektrischen, elektronischen Geräte, die auf dieser Erde sind. Und das zieht natürlich auch eine massive neue Anzahl, erhöhte Anzahl solcher Geräte mit. Sie sehen das auf diesem Bild schematisch dargestellt, oder? Auch die Haushaltsgeräte sollen vernetzt werden, die Kaffeemaschine am Internet. Und da ist sogar noch ein Mikrofon eingebaut, damit ich der Kaffeemaschine Sprachbefehle geben kann. Und eben, da werden auch immer mehr Mikrofone eingebaut natürlich. Und Sie können sich vorstellen, dass diese Daten und durch diese Vernetzung, dass diese Daten nicht einfach irgendwo lokal auf einem PC im Keller gespeichert sind. Das ist alles auf dem Netz, auf der großen Cloud hier. Und was dann effektiv passiert mit diesen Daten oder wer Zugang hat zu diesen Daten, das weiß ich nicht, da habe ich keine Ahnung. Aber ich bin Elektroingenieur genug, um zu wissen, auch wenn das alles verschlüsselt ist, die Übertragung und auch auf den Servern, dass es da sehr wohl viele Möglichkeiten gibt, diese Daten auch zu nutzen oder Stellen, die das Wissen eben haben. Öffnet sicher auch das Tor und die Tür für die, ich sage mal, totale Überwachung. Ich habe diese Worte eigentlich nicht so gern, aber es wird so wirklich möglich, in alle Lebensbereiche reinzuschauen, in alle Lebensbereiche des Menschen. Und so durch diese totale Digitalisierung und Vernetzung hinterlassen wir immer mehr digitale Spuren. Daten, welche eben von irgendwem für irgendwas weiterverwendet werden können. Und das fühlt sich so an, dass jeder Mensch eine Art digitales Abbild erhält. Ein digitales Abbild, wo alle Informationen über mich gespeichert sind. Und das sind Daten, die ich hinterlasse in meinem Leben. Meine Suchanfragen auf Google zum Beispiel, Facebook-Einträge, meine Einkäufe über das Internet, aber eben auch meine Sprache, meine Gedanken, vielleicht sogar meine Gefühle, welche ich in meinen 4 eigenen Wänden hinterlasse, wenn diese ja auch aufgezeichnet werden. Und durch das werden wir natürlich berechenbar. Und das ist letztendlich auch das Ziel von vielen Konzernen und Firmen, dass wir berechenbar werden. Und zum Beispiel, und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, dass uns auf dem Internet, wenn wir etwas suchen, entsprechende Werbung, auf uns zugeschnittene Werbung gezeigt werden kann. Das ist jetzt nur ein harmloses Beispiel. Aber was gibt es Schöneres für Regierungen oder Konzerne, berechenbare Kunden oder eben Bürger zu haben? Das hat alles mit 5G zu tun. Und die Digitalisierung führt auch immer mehr zu einer Trennung von mir oder von uns als Menschen und der Natur, unserer Mitwelt, unserer Umwelt. Die Technik schiebt sich ja richtiggehend zwischen uns. Wir beschäftigen uns immer mehr mit Technik, mit irgendwelchen Geräten, anstatt dass wir uns direkt mit der Natur beschäftigen würden.
Gut, wir sind ja immer noch beim Thema, was ist neu an 5G? 5G durch die große Datenmengen oder durch die zunehmenden Datenmengen braucht es natürlich auch neue Datenautobahnen. Das ist ja wie beim Verkehr, wenn der Verkehr zunimmt, müssen wir neue Straßen bauen. Und das ist eben bei der Mobilfunktechnologie auch so. Die bestehenden Frequenzen, wo eben die Daten drüber verteilt werden, die sind ausgelastet oder die sind ja voll. Und deshalb werden auch neue Frequenzbänder erschlossen. Heute nutzen wir ja Frequenzen etwa bis 2,4 GHz mit 4G und die korrespondierenden Wellenlängen da, die sind irgendwo im Zentimeterbereich, vielleicht bis 30 Zentimeter. Und Strahlung, elektromagnetische Strahlung ist immer dort besonders wirksam, wo die Wellenlänge mit biologischen Strukturen oder Abmessungen korrespondiert. Und mit 5G werden wir viel höhere Frequenzen erschließen. Also wenn wir eben heute bei 2,4 GHz sind, im ersten Rollout oder in der ersten Phase von 5G werden in den meisten Ländern neue Frequenzen bis etwa 3,5 GHz verwendet. Aber das ist der erste Anfang. Im Endausbau soll 5G bis 90, 100 GHz hochgehen. Und da sind wir dann im Bereich von Millimeterwellen. Haben Sie sicher auch schon gehört. Und das heißt, hier korrespondieren die Wellenlängen zum Beispiel mit den Abmessungen von Insekten. Und da ist es sehr gut möglich, dass wir da wirklich auf ein Problem zulaufen mit den Insekten. Wir haben das Insektensterben ja heute schon, aber das kann sich natürlich massiv verschärfen. Auch wird viel mehr Strahlung in der Haut, und die Haut ist ja nicht nur die Haut, das ist unser größtes Organ, das wir haben, viel mehr Strahlung in der Haut absorbiert. Und man warnt auch davor, dass Augenschäden, die Netzhaut besonders betroffen sein könnte. Eben, das sind alles die frühen Warner, die solches sagen und natürlich auch diese Aussagen mit Studien zum großen Teil unterlegt sind. Jetzt die hohen Frequenzen haben ein Problem. Sie sehen hier die Reichweite dieser Strahlung in Abhängigkeit der Frequenz. Bei 700 MHz, wenn wir da einfach die natürliche Freiraumdämpfung anschauen, erreichen wir etwa eine Reichweite von 4000 Metern. Bei 3,8 GHz, also bei den heutigen ersten 5G-Frequenzen, sinkt das etwa auf 700 Meter. Und wenn wir aber wirklich die hohen Bandbreiten wollen, dann müssen wir 28, 40, 80 GHz Bänder erschließen. Und die Reichweite sinkt da massiv. Etwa noch 80 Meter Reichweite, die wir haben. Auch das ist eine Neuerung, die mit 5G kommen wird. Und natürlich kann man da Abhilfe schaffen. Ich sage dann schon noch wie. Die Handys selber entwickeln sich natürlich auch weiter. Die ersten Handys, die hatten ja oben noch so eine sichtbare kleine Antenne, oder? Und die Strahlung hat sich da wirklich halt im Kopf oder über dem Ohrbereich konzentriert. Die Antennen in den Geräten, die sinken aber von Generation zu Generation weiter nach unten oder verteilen sich sogar über das ganze Gerät. Das heißt, wenn jetzt eine Studie vielleicht vor 10, 20 Jahren erhöhte Hirntumore festgestellt hat, dann muss das heute mit den heutigen Geräten nicht mehr zwingend so sein. Weil sich die ganze Strahlenbelastung nach unten verschiebt, sind wir plötzlich in diesem Halsbereich, welcher viel mehr Strahlung erhält, Schilddrüsenkrebs. Das sind vielleicht solche Themen, die man heute anschauen müsste. Und darum, was gestern war, muss heute nicht mehr unbedingt gelten. Auch das ist ganz einem Wandel unterworfen. Ich habe da wirklich nur 1, 2 Aspekte rausgezogen. Auch Beamforming, adaptive Antennen, da könnte ich jetzt viel erzählen. Das haben wir letztes Jahr schon gehört und ist für meinen heutigen Vortrag auch gar nicht so relevant. Darum sage ich nicht viel dazu. Aber 5G bringt wirklich viel Neues. Und gerade auch was die Studienlage betrifft, diese hohen Frequenzen sind praktisch noch gar nicht erforscht, was das heißt auf unsere Gesundheit und die Gesundheit des ganzen Planeten.
Ein weiteres Argument, das dann immer kommt, ja, 5G strahlt weniger, weil die Datenübertragung kann effizienter geschehen, also strahlt es weniger. Und da frage ich mich schon, wenn ich diese Grafik anschaue, das ist eine Grafik der übertragenen Datenmengen auf dem Mobilfunknetz der Swisscom, das ist der größte schweizerische Mobilfunkanbieter. Und sie haben die Datenübertragung oder die Datenmengen für das Jahr 2019 bereits interpoliert oder extrapoliert. Und Sie sehen, das ist wirklich ein exponentielles Wachstum. Und das muss ja auch so sein aus der Sicht der Mobilfunkanbieter. Die investieren ja in neue Infrastruktur und sie müssen diese Ausgaben, diese finanziellen Mittel natürlich auch wieder reinholen können. Und da frage ich mich schon, wenn so ein hohes Wachstum angestrebt wird, wie soll das zu weniger Strahlung führen? Da muss ich nicht mal Elektroingenieur sein, das geht einfach irgendwie nicht auf. Natürlich werden die Geräte effizienter und pro übertragenes Byte kann es schon sein, dass da etwas weniger Strahlung anfällt. Aber wenn einfach die Anzahl der übertragenen Bytes so massiv zunimmt, dann wird auch die Strahlung nicht abnehmen. Wir haben ja vorhin gehört, dass auch die Reichweite abnimmt mit den hohen Frequenzen. Und ja, natürlich, da muss man etwas tun, oder? Und da sind ja auf verschiedenen Ebenen auch Bestrebungen im Gang. Einerseits wird es dazu führen, dass einfach viel mehr Antennen aufgestellt werden müssen. Nicht nur die großen Antennen irgendwo auf dem Gebäude, sondern auch viel mehr kleine Antennen, zum Beispiel an Straßenkandelabern oder sogar im Boden versenkt, unter einem Schachtdeckel versteckt. Natürlich haben diese kleinen Antennen eine geringere Sendeleistung, sonst würden wir gerade geröstet, wenn wir da nebendran vorbeilaufen. Aber wir sind ja auch viel näher an der Antenne, also Abstand macht ja sehr viel aus von der Strahlenbelastung her. Und darum auch von diesem Aspekt her, oder, man erwartet da rund alle 100 Meter eine Antenne in Ballungsgebieten. Eine massive Zunahme von Antennenstandorten. Wenn wir jetzt heute in Deutschland irgendwo knapp 80.000 Antennenmasten haben, ist im 5G-Endausbau mit etwa 10-mal mehr Antennen zu rechnen, etwa 750.000 Antennen. Also eine massiv größere Anzahl. Und da kann mir niemand weismachen, das strahlt weniger. Und das ist sicher nicht nur in Deutschland so, das wird auch in den anderen Ländern so sein, weil die Technik ist ja überall dieselbe. Aber nicht nur die Erde wird mit unzähligen neuen Antennen bestückt. Auch der Weltraum oder der Orbit soll neu möbliert werden. Wir haben heute rund, habe ich gelesen, 2000 aktive Satelliten, die da um die Erde schwirren. Und kürzlich habe ich gelesen, das ist jetzt 2 Wochen her, dass nur schon SpaceX, das ist ein Satellitenunternehmen, sie möchten 40.000 5G-Satelliten in den Orbit schicken. 40.000, das wäre ja eine Verzwanzigfachung der jetzt schon aktiven Satelliten. Und das sagen sie auch, und das ist schlussendlich auch ihr Ziel, wird es keine weißen Flecken mehr geben auf diesem Planeten. Weder in den Anden, noch in den Südalpen, in Neuseeland, noch im Amazonas oder in den Schweizer Bergen wird es irgendeinen Ort geben, der keinen 5G-Empfang hat. Auch die Meere, die Pole, überall, alles wird verstrahlt und bestrahlt. Und da frage ich mich schon auch, was passiert denn auch mit unserer Ionosphäre zum Beispiel, dieser leitfähigen Schutzschicht rund um die Erde, die ja ihre Funktion hat, wenn wir jetzt da nicht nur von der Erde her elektromagnetische oder technische Strahlung draufgeben, sondern sogar auch von außerhalb der Ionosphäre, weil die Satelliten, die befinden sich über der Ionosphäre, also auch von außen her diese Sphäre, diese Schutzschicht bestrahlen. Da muss ja irgendeine Interaktion auftreten. Und ich weiß nicht, ob sich da die Wissenschaft oder die Techniker schon groß Gedanken gemacht haben. Ein kleiner Einschub. Das eigene Handy strahlt viel stärker. Das wird ja auch oft gesagt, oder? Ja, die Antennen, die Bestrahlung von wo auch immer ist gar nicht so schlimm, oder? Weil hier bin ich ja wirklich ganz extrem nahe an meinem Sender. Natürlich hat das etwas.
Aber ich entscheide, mein Bewusstsein entscheidet, wie oft, wie lange ich pro Tag telefonieren will oder Videos streamen will oder was auch immer. Das liegt in meiner Kompetenz. Sind es 5 Minuten pro Tag? Ist es 1 Stunde pro Tag? Sind es 10 Stunden pro Tag? Die Einwirkung ist auch relativ lokal mit dem starken Feld, natürlich beim Kopf. Ich will das gar nicht verharmlosen, aber es ist weniger eine Ganzkörperbestrahlung. Was aber von außen kommt, also von den großen Antennen oder jetzt eben neu auch von den Satelliten, das ist eine 24-Stunden-Bestrahlung, eine permanente Bestrahlung, die ich nicht einfach abschalten kann. Und ich kann nicht mal flüchten, weil wir ja eben nicht mal mehr diese weißen Flecken auf der Erde haben. Und vielleicht kennen Sie oder sagt Ihnen etwas der Petkow-Effekt. Der besagt, dass eine niedrige Strahlendosis über eine lange Zeit viel schädlicher sein kann als eine hohe Dosis über eine kurze Zeit. Also das heißt nichts anderes, wenn ich permanent in einem elektromagnetischen Feld bin, von einer Mobilfunkantenne oder einem WLAN, obwohl rein vom Messwert her diese Belastung nicht sehr groß ist, aber kann das viel schädlicher sein als eine Viertelstunde telefonieren hier am Ohr. Das müssen wir uns auch gewahr sein und bewusst sein, dass es diesen Effekt gibt. Zusammenfassend zu diesem Block wage ich wirklich zu behaupten, dass 5G massiv mehr strahlen wird. Ein weiteres Argument, das oft kommt, ja, für unser Überleben oder für das Überleben der Wirtschaft brauchen wir 5G, sonst verlieren wir den Anschluss und überhaupt nichts mehr läuft in der Schweiz zum Beispiel. Und da müssen wir auch eine gewisse Vorreiterrolle übernehmen. Aber brauchen wir 5G wirklich? Oder besser gefragt, wer braucht 5G? Wer ist das Wir, das da geschrieben steht? Schauen wir mal. Natürlich, die Mobilfunkanbieter, die haben ein vitales Interesse, dass das 5G möglichst bald kommt. Das ist natürlich ein Geschäftsmodell, ist logisch. Die einzelnen Anbieter haben natürlich auch viel Geld bis anhin schon investiert und das muss wieder eingespielt werden, ganz einfach aus wirtschaftlicher Sicht. Das ist ja verständlich, da ist ganz klar. Das ist eine Werbung von der Swisscom wieder, ein Plakat in der Stadt Luzern, das ich im Frühling mal fotografiert habe. Und gerade die Schweiz will ja da eine Vorreiterrolle in Sachen 5G übernehmen. Die Swisscom schreibt sich auch auf die Fahne, ja, wir wollen sogar Technologieführerschaft haben und darum die Ausbaupläne sind so, dass bis Ende dieses Jahres die ganze Schweiz eine 5G-Abdeckung hat. Und eben, wenn es um Geld geht, diese neuen Frequenzen, die werden ja versteigert durch die Staaten, verkauft an die Mobilfunkanbieter, weil grundsätzlich ist das Allgemeingut, oder? Darum ist der Staat dafür zuständig. Und das bringt dem Staat natürlich viel Geld ein, wie Sie sehen. Die Schweiz hat im Frühling 380 Millionen Franken eingenommen für nur diese ersten 5G-Frequenzen und weitere Versteigerungen von den zusätzlichen hohen Frequenzen werden noch folgen. Und das ist auch in den anderen Ländern so. Großbritannien 1,4 Milliarden Pfund Einnahmen, Deutschland sogar 6,6 Milliarden Euro Einnahmen, Österreich 188 Millionen. Und eben, das geht weiter. Und das war auch in der Vergangenheit schon so, mit 4G, 3G, 2G, auch dort wurden Frequenzblöcke verkauft und versteigert. Und das ist natürlich eine schöne Einnahmequelle für den Staat. Das müssen wir uns auch im Hinterkopf behalten, dass der Staat da mitverdient, kräftig mitverdient. Also auch der Staat hat irgendwo ein Interesse. Nicht zuletzt auch, weil viele Länder auch Digitalisierungsstrategien fahren, Deutschland, auch die Schweiz, und das natürlich dann eine willkommene Technologie ist, auch diese Digitalisierung zu Ende zu führen. Dann wird auch immer gesagt, eben die Industrie und Wirtschaft, die braucht schnelles Internet, 5G, vor allem braucht sie drahtloses Internet. Aber braucht sie das wirklich? Ich denke, Industriebetriebe heute, die auf Automatisierung setzen, die haben ja schon schnelles Internet im Haus, nämlich via Glasfaserkabel. Das ist also nicht das Problem. Und auch ihre Maschinen und Roboter können sie ja ans Internet hängen, sei es durch verkabelte Lösungen. Was sie dann in-house machen, in den Fabrikhallen etc.,
kann ich ja sagen, ja, kann mir eigentlich egal sein, oder, als Außenstehender. Da könnten Sie ja sogar WLAN-Netze oder Mikro-5G-Netze aufbauen. Aber für die Automatisierung der Fabrikhallen, da braucht es kein flächendeckendes 5G, weil eben die schnelle Internetverbindung und die zuverlässige, sichere Internetverbindung, die haben wir ja schon über kabelgebundene Lösungen. Und das ist ein weiterer wichtiger Punkt, den ich hier ansprechen möchte, die Auftrennung in drinnen und draußen, oder? Die Mobilfunkantennen draußen, die müssen mit so starker Sendeleistung senden, dass sie auch in die Gebäude dringen oder in die Fahrzeuge dringen. Aber das ist ja nicht nötig. Interessant ist ja auch, dass etwa 80% der mobilen Verbindungen innerhalb von Gebäuden oder von Fahrzeugen hergestellt werden. Und da ist es ja wirklich eigentlich doof, wenn ich so stark die Sender einstellen muss, damit sie in die Gebäude reinkommen, oder? Man könnte das ja wirklich entkoppeln voneinander. Wenn man wirklich draußen Mobilfunkempfang braucht oder will, dann auf einem tiefen Niveau, dass die Abdeckung draußen da ist, aber sie muss nicht in die Gebäude dringen, weil da gibt es wieder andere Lösungen. Ich kann ja eine kleine Antenne in meinem Gebäude aufstellen, dann habe ich Empfang im Gebäude. Aber ich muss nicht in jedes Gebäude dringen mit der Strahlung und in Gebäude notabene, deren Besitzer das vielleicht gar nicht wollen. Und da gibt es immer mehr, die das eben nicht wollen. Unsere großen Datenfirmen ist auch ganz klar, auch diese haben ein Interesse daran, an noch besseren, noch schnellerer Verbindung, weil das ist natürlich ihr Geschäft. Oder Google zum Beispiel, das ist ja nicht einfach eine Pestalozzi-Firma, die uns eine kostenlose Suchmaschine zur Verfügung stellt. Ich habe da auch eine Grafik gefunden, die haben im letzten Jahr 136 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Google gehört zur Firma oder zum Konzern Alphabet, da gehört auch Android dazu, das ist das Betriebssystem der Smartphones und da sind wirklich handfeste wirtschaftliche Interessen dahinter. Ich zeige nochmals die Swisscom-Grafik, weil die hat noch ein paar interessante Aspekte reingepackt. Nämlich sehen wir hier, welche Art von Daten da übertragen werden. Dieser violette Balken, vielleicht können Sie es nicht gut lesen, das ist Videostreaming. Also der größte Teil der übertragenen Daten, und das war heute schon so und das wird auch in Zukunft so sein, sind Videostreaming. Oder eben vielleicht jetzt neu auch noch die Virtual Reality Daten. Aber das ist ja nicht unbedingt das, was, ich sage mal, die Wirtschaft jetzt wirklich schreit danach. Oder was wir wirklich brauchen würden, um uns weiterzubringen. Und wenn Sie da sehen, das ist wirklich interessant, das eigentliche Surfen, dieser kleine rote Balken, das ist das Fahrplan nachschauen, das sind die Meteo-News nachschlagen etc. Das macht eigentlich nur einen verschwindend kleinen Teil aus. Und der eigentliche Datenaustausch hier, das Graue, das sieht man schon fast gar nicht mehr in dieser Grafik. Und das Telefonieren erscheint nicht mal mehr. Also das ist eigentlich null, nichts, nada, was die Bandbreite anbelangt. Ja, da müssen wir uns schon fragen, ist es wirklich das, was wir hier drin wollen oder nicht? Und wir können jetzt diesen Balken hier auch noch etwas genauer anschauen. Was sind denn das für Videos oder was könnten das für Videos sein, die da geschaut werden? Und ich bin da auch auf eine Statistik gestoßen, einer Porno-Plattform, Pornhub heißt die. Diese Zahlen sind auf jede Minute bezogen und das ist jetzt nur diese Porno-Plattform. Jede Minute werden 2 Stunden Videos hochgeladen, 12 Videos, jede Minute. Jede Minute werden 7700 Gigabyte Daten übertragen. Jede Minute 64.000 Besucher und 12,6 Millionen Euro Einnahmen pro Tag, nur mit dieser Internetplattform. Auch das gehört dazu. Und eben, wenn wir da von Videos und Filmen sprechen, das wird ein großer Teil eben auch solche Videos betreffen, die da über das mobile Datennetz übertragen werden. Und
mit der neuen Technologie 5G wird es ja möglich, dass ich so ein Video sogar in Sekundenschnelle herunterladen kann, also ein ganzer Full-HD-Film innerhalb von 2-3 Sekunden auf meinem Handy. Und auch solche Sachen werden damit natürlich unterstützt oder möglich. Natürlich, jeder Einzelne hat es in seinem Bewusstsein, was er mit dieser Technik anstellen möchte. Aber die Gefahr wird natürlich erhöht, dass vermehrt solche Sachen auch angeschaut werden, die uns in unserer Entwicklung wahrscheinlich nicht weiterbringen. Natürlich, das ist jetzt Internet, oder? Und wenn wir jetzt noch schauen, der ganze Internetverkehr, welche Geräte denn da überhaupt eingesetzt werden, um diese Daten herunterzuladen, da habe ich eine Grafik und die ist ja vom Januar 2018, also in den digitalen Zeiten ist das ja schon fast Steinzeit. Heute sehen die Zahlen wahrscheinlich bereits etwas anders aus. Aber Sie sehen, 52% des Internetdatenverkehrs passiert 2018 bereits über mobile Geräte. Tendenz steigend. Die Laptops und Desktops haben immer noch einen großen Anteil, aber Tendenz sinkend. Und das wird ja mit eben 5G wird sich das nicht ändern, diese Tendenz. Weitere Problemkreise, die dazugehören, eben Digitalisierung, Sucht, Social Media, digitale Schule etc. Auch da möchte ich gar nicht drauf eingehen. Wir haben im letzten Jahr 2 oder 3 interessante Vorträge gehört von einerseits Dr. Metku Rosciazzi über die Sucht, auch Internetsucht, Pornosucht, das ganze Gaming. Schauen Sie diese Filme nach. Und David und Isabel Seiler haben uns die Digitalisierung, Social Media etc. näher gebracht, was natürlich auch ein großer Problemkreis ist heute, weil es auch uns trennt. Wir haben gestern gehört über die Einsamkeit und eben die Technik, die uns da diesen Riegel schiebt zwischen die 1:1 oder Herz-zu-Herz-Verbindung, die nicht stattfinden kann, wenn da irgendein Gerät dazwischen ist. Facebook-Freunde. Da können Sie keine echte Freundschaft ersetzen. Also, da gehe ich nicht mehr groß drauf ein. Ich habe kürzlich, und Manfred Spitzer wurde gestern schon erwähnt, ist ein Heimspiel für ihn. Ich habe kürzlich ein Buch von ihm gelesen, das heißt die Smartphone-Epidemie. Und da hat Manfred Spitzer zur Digitalisierung an Schulen einen Satz geschrieben, der mir wirklich nahegegangen ist. Ich möchte Ihnen diesen Satz kurz vorlesen. Die Ausbildung der für das gesamte weitere Leben wichtigsten Fähigkeit der Selbstkontrolle wird durch digitale Medien und vor allem durch Smartphones behindert oder verhindert. Die Selbstkontrolle, unsere Lebensaufgabe hier auf diesem wunderbaren Planeten, die Kontrolle über unsere Gefühle, über unsere Gedanken, auch über unseren Körper, das haben wir gestern schön gehört von Paul Probst, was wir da alles anstellen können, uns gesunden lassen können. Und dass eben diese Selbstkontrolle, diese, ich sage es wirklich, Lebensaufgabe, je mehr ich darüber nachstudiere, sehe ich das schon auch als unsere Lebensaufgabe hier auf unserem Planeten. Und wenn das behindert wird durch eben die Digitalisierung, durch diese Geräte, mit denen wir uns immer mehr und länger abgeben, dann ist das wirklich ein Angriff auf das zentrale Wesen des Menschen oder des Menschseins. Es wird dort auch der Gründungspräsident von Facebook, Sean Parker, zitiert, was er sagt über eigentlich das Geschäftsmodell von Facebook. Und auch da geht es nicht darum, dass sie wirklich neue Freunde schließen kann, sondern wie bekommen wir so viel wie möglich von ihrer Zeit und Aufmerksamkeit. Darum werden diese Anwendungen heute auch immer klebriger. Stickiness nennt sich das, die App-Entwickler, die haben das gut verankert, oder? Apps oder eben solche Social Media, die sollen uns möglichst lange daran fesseln, an diese Geräte. Weil das ist Zeit, die wir diesen Geräten oder diesen Konzernen, die dahinter stehen, geben, damit sie während dieser Zeit einerseits Daten sammeln können, andererseits aber auch zum Beispiel Werbung schalten können, damit wir als Konsument noch mehr angeregt werden, zu konsumieren.
Infinite Scroll ist da so ein Stichwort. Das ist Ihnen vielleicht auch aufgefallen bei Google oder anderen eben Anwendungen. Da können Sie heute fast unendlich nach unten scrollen. Es hört einfach nie auf. Das ist so eine Technologie, die neu eingeführt wurde, einfach um den Menschen daran zu fesseln. Und auch bei Suchmaschinen, YouTube zum Beispiel, die ersten Ergebnisse sind vielleicht schon solche, nach denen ich gesucht habe. Aber je weiter ich scrolle, desto extremere Ergebnisse kommen, die mich vielleicht in den Bann ziehen könnten, eben damit ich noch länger, noch mehr Zeit mit diesen Geräten verbringe. Das ist gewollt und das ist absichtlich so. Ich glaube, wir brauchen nicht unbedingt 5G. Bestehenden Technologien wären wir schon sehr gut abgedeckt oder vielleicht sogar zu viel abgedeckt. In der ganzen CO2- und Klimadiskussion auf diesen Zug ist jetzt natürlich auch 5G aufgesprungen. Und immer mehr wird die Digitalisierung oder eben 5G auch verwendet, um zu sagen, ja, das ist gut für die Umwelt, das nützt der Umwelt, das löst uns die Probleme, wir werden viel effizienter, Leerläufe werden vermindert, Leerfahrten werden vermindert etc. Schauen wir mal, was hinter diesem Argument steht. Die Firma Sunrise, das ist der zweitgrößte Mobilfunkanbieter in der Schweiz, hat im Frühling Werbung gemacht für Umwelthelfer 5G. Mehr Energieeffizienz, intelligente Mobilitätslösungen, weniger Müll. Schauen wir mal, was das Thema Umwelt da für uns bereithält. Wenn wir gerade eben die ganze CO2-Diskussion oder den Hype anschauen, ich beschäftige mich ja beruflich mit Energieberatungen seit einer Ewigkeit fast und mir ist es ein Anliegen, unseren Planeten zu erhalten und auch Ressourcen zu schonen und mit Energie vernünftig umzugehen. Aber was heute passiert mit der ganzen CO2-Diskussion, das ist wieder die Waage, die früher vielleicht so war und jetzt plötzlich in die andere Seite kippt. Auch da ist etwas aus der Balance geraten. Und wenn ich jetzt nur mal schaue, oder auf den Flugverkehr wird wie wild herumgehackt, diese CO2-Emissionen, unsere Freunde aus Neuseeland, die müssen sich ja blöd vorkommen, hier zu sein, einen so großen, so weiten Weg unter die Füße genommen zu haben. Aber auch hier stellt sich ja immer die Frage, für was steht dahinter, was ist die Motivation, wenn wir so etwas machen. Und einfach eben in der ganzen CO2-Diskussion, der Flugverkehr ist der Prügelknabe heute, ist für 2% der Treibhausgasemissionen zuständig. Und die digitalen Technologien, und dazu gehört halt nicht nur die Antennen, die draußen stehen, auch die ganze Infrastruktur, Serverinfrastruktur darunter, hat heute bereits, oder letztes Jahr in 2018, waren es etwa für 3,5% zuständig. Aber da hören Sie nichts in der öffentlichen Diskussion. Und da sind natürlich die Zuwachsraten enorm. Wenn Sie eben gehört haben, nur Deutschland eine Verzehnfachung der Antennenanzahl und eben die ganze Infrastruktur, die auch Strom braucht. Es braucht Ressourcen, graue Energie, um diese Geräte herzustellen und auch eben neue Handys herzustellen. Das ist ein altes Handy, da kann ich nicht 5G brauchen, telefonieren drüber. Also da wird es auch sehr viel neuen Elektroschrott natürlich produzieren. Einfach dieser Aspekt, da müssen wir uns auch gewahr sein. Intelligente Mobilitätslösungen, da heißt es auch immer, ja, wenn die selbstfahrenden Autos mal kommen, dann kann der ganze Verkehr viel effizienter organisiert werden und das wird zu weniger Verkehr führen. Die ETH Zürich, das ist ein Schreibfehler, sollte nicht EHT heißen, sondern ETH Zürich, hat auch da eine Studie gemacht. Und sie kommen zum Schluss, dass der Verkehr zunehmen wird mit dem autonomen Fahren, weil es so attraktiv wird. Ich kann ja dann sogar arbeiten im Auto, weil ich ja nicht selber da steuern muss. Ich kann Film schauen, was auch immer, oder? Und vielleicht können sogar Kinder die selbstfahrenden Autos nutzen. Und sie sehen da also wirklich nicht, dass es zu weniger Verkehr führen sollte. Auch das ist ein Aspekt, oder? Das wird auch so gebetsmühlenartig dargestellt, ja, 5G oder die Digitalisierung löst uns alle Probleme. Ich bin dann noch auf etwas weiteres gestoßen. Wir sind jetzt so beim Thema Umwelt.
Und das ist ein Artikel aus der Zeitschrift Nature. Das ist eine englischsprachige Fachzeitschrift vom Mai 2019. Und da haben Meteorologen alarmiert, dass die 5G-Strahlung oder diese hohen Frequenzen ihre Prognosemodelle verschlechtern können. Und da müssen wir sehen, in Amerika wurden bereits Frequenzen verkauft oder werden heute bereits genutzt im Bereich von 23 GHz, also schon eine Stufe höher, als wir hier sind. Und jetzt die Wettersatelliten, welche die feinen natürlichen Signale aus der Atmosphäre empfangen, die werden dadurch gestört. Zum Beispiel der Wasserdampf. Wasser, wir werden das noch hören, hat eine Resonanzfrequenz bei irgendwo 22, irgendwas Gigahertz. Und diese feinen Signale werden von den Wettersatelliten detektiert und fließen in die Prognosemodelle mit ein. Und jetzt kommen wir mit der technischen Strahlung von oben, eben vom Weltraum her und von unten her terrestrisch und strahlen in einem ganz ähnlichen oder fast demselben Frequenzbereich. Und der Wettersatellit, der da oben um die Erde schwirrt, kann jetzt nicht mehr unterscheiden, was ist natürliches Signal, was ist technisches Signal. Und darum können diese Daten nicht mehr so gut verwendet werden, um die Prognosemodelle einzufließen. Und Sie sehen, auf dieser Grafik sind noch weitere Frequenzbänder, natürliche Frequenzbänder, die für eben diese Erdobservation verwendet werden, also wo natürliche Frequenzfenster darstellen, die violetten. Und genau in diesen Bereichen oder ist dann die technische Strahlung auch angedacht im Endausbau von 5G. Und was dann, sind jetzt nur die Wettersatelliten, da kann man sagen, ja gut, dann sind halt die Prognosen nicht mehr so ganz zuverlässig. Aber was das für die Natur heißt oder eben für die Wassermoleküle, für den Wasserdampf, das sind dann natürliche Frequenzen, also da besteht irgendeine Resonanz. Und wenn wir da jetzt technisch reinfunken, was passiert mit dem Wasserdampf? Wird er mehr zum Schwingen angeregt? Wasserdampf ist ja, wenn wir wieder zum Klimagas kommen, ist ja das größte Klimagas, Anführungszeichen. Ich möchte das nicht werten. Aber was passiert da, wenn wir jetzt technisch reinfunken und dieser Wasserdampf vielleicht auch noch mehr zum Schwingen anregen? Führt das nicht auch zu einer größeren Erderwärmung zum Beispiel? Einfach diese Fragen müssen wir uns tatsächlich stellen und sind aus meiner Sicht heute absolut nicht beantwortet. Daneben Umwelt, 40.000 Satelliten, 2.000 haben wir heute schon, eine Verzwanzigfachung. Da geht dann schon auch die Post ab und die hauchen ja irgendwann auch ihr Leben aus. Also es werden wieder neue Satelliten raufgeschossen. Und was mit all dem Weltraumschrott passiert, ich weiß es nicht. Gewisse Teile werden auf die Erde stürzen, verglühen in der Atmosphäre, im Meer versinken. Ist natürlich auch nicht gut. Ein Teil wird irgendwo auf Nimmerwiedersehen gehen, vielleicht von einem anderen Planeten eingefangen werden. Aber hey, der Weltraum ist nicht unsere Müllhalde. Wir können diese Probleme nicht auch noch exportieren, nach weiter draußen. Wir sind hier, um unsere Probleme hier auf der Erde zu lösen. Wir sind immer noch bei der Umwelt. Das ist eine Luftaufnahme des eidgenössischen, muss ich gerade schauen, dass ich es richtig sagen, Schwing- und Älplerfestes. Das hat Ende August in Zug in der Schweiz stattgefunden. Da wurde eine temporäre Arena aufgebaut für über 50.000 Personen. Das sei weltweit die größte temporäre Arena, die da aufgestellt wurde. An diesem Wochenende kamen über 300.000 Besucher diesen Anlass sehen. Und Sie können sich vorstellen, dass ein großer Teil dieser Besucher auch irgend mit solchen Geräten unterwegs war und diese auch benutzt haben. Die Swisscom, wie ich gehört habe, hat an diesem Fest auch temporäre Antennen aufgestellt, eben um diese große Datenmengen und diese große Anzahl an Nutzern überhaupt verarbeiten zu können. Und es hat mich jetzt ein Anwohner angerufen und gesagt, ja, er möchte mir etwas zeigen, ihm sei etwas aufgefallen im Nachgang zu diesem Fest. Und schauen Sie, hier hinten ist der Zugersee und da fließt die Lorze. Das ist ein Bach, der den Zugersee entwässert und da ist eine schöne Hecke entlang dieses Baches.
Und er hat mir gesagt, ja, wir haben da abgemacht, ich soll dann eben mit ihm diese Hecke anschauen kommen. Ihm sei da aufgefallen, dass nach diesem Fest, und das sei ihm vorher nicht aufgefallen, nach diesem Fest waren sehr, sehr viele Blätter von Sträuchern und Bäumen verdorrt oder haben, wie Sie das in diesem Bild sehen, so einen braunen, verdorrten Rand bekommen. Und das sei ihm nicht aufgefallen vorher. Er hat sogar diese Strecke oder diese Pflanzen mit dem Förster angeschaut, der seinerzeit vor 20, 30 Jahren diese Hecke gepflanzt hat. Und auch er sagte, das ist nicht normal. Und wir haben auch gesehen, dass dem Festgelände zugewandte Seite eben diese Verbrennungen viel stärker waren als auf der abgewandten Seite. Und auch das passiert. Und das passiert dann nicht mit 5G, weil 5G ist gar noch nicht in Betrieb dort. Das ist alles basiert auf der Strahlung, die wir heute schon haben. Also die Umwelt leidet wirklich darunter. Und es müssen ja nicht direkte Schäden sein, die da entstehen, oder nicht nur direkte Schäden. Aber die Einflüsse können sich auch hochschaukeln, kumulieren. Also, dass wenn Umweltgifte vorhanden sind oder Belastungen vorhanden sind, auch Trockenheit zum Beispiel. Also der Sommer 19 war jetzt nicht ausgesprochen trocken in der Schweiz. Wir hatten immer wieder Niederschlag. Aber doch, wenn wir solche Einflüsse haben und dann noch Mobilfunkstrahlung dazukommt, dass das einfach verstärkt wird, oder? Und die Schäden viel häufiger auftreten. Das ist bei den Pflanzen sicher so, das ist auch bei den Menschen und bei den Tieren, also bei den gesundheitlichen Auswirkungen, wird das so sein. Einfach das ein kleines aktuelles Beispiel. Es ist auch nicht der fortschreitende Herbst, der da hier schon seine Spuren hinterlässt. Natürlich, das Foto habe ich im September dann aufgenommen, weil das Fest ja im August war. Hier einfach ein Vergleich eines gleichen Haselstrauches bei uns zu Hause oder in Mitte Oktober. Also da ist noch gar nichts von irgendwelcher Verfärbung oder so erkennbar oder sichtbar. Da könnte ich Ihnen haufenweise Beispiele zeigen. Es lohnt sich, die Augen offen zu halten in der Natur und eben zu schauen, was passiert da. Und dieser Zustand ist sicher nicht normal. Normal ist oder sollte wieder sein, gesunde, intakte Umwelt. Ich glaube, auch zu diesem Argument können wir sagen, 5G ist nicht wirklich gesund oder gut für die Umwelt. Jetzt kommen wir aber doch noch auf die gesundheitlichen Auswirkungen. Eben, ich komme natürlich nicht darum herum, auch diesen Aspekt anzuschneiden, aber viel mehr über die auch Zusammenhänge werden wir im Anschluss von Dönnis hören. Und auch da wird ja oft gesagt, es gibt keine Hinweise auf gesundheitliche Auswirkungen. Das lesen Sie heute und hören Sie heute immer wieder in den Medien, im Fernsehen, im Radio etc. Auch das wird gebetsmühleartig wiederholt. Und das ist ja eben auch, früher war das schon so, sei es bei Asbest oder anderen umwelt- oder gesundheitsschädlichen Stoffen. Die Mechanismen oder die Abläufe sind immer dieselbe, oder es wird immer verharmlost, bis es dann nicht mehr geht und dann stückchenweise zugegeben und irgendwann ändert es sich dann schon. Aber meine Hoffnung ist, dass wir auch bei der Mobilfunkstrahlung nicht 100 Jahre warten müssen, bis da wirklich etwas Klick macht. Es gibt viele Studien und ich werde heute keine Studien erwähnen. Aber interessant ist, dass man sogar die Studienergebnisse vorhersagen kann, statistisch vorhersagen kann, nämlich abhängig davon, ob es eine industrienahe oder finanzierte Studie ist oder eben nicht. Industrienahe Studien finden etwa in 30% der Fällen gesundheitliche Auswirkungen. Und das sagt ja schon was, oder? 30%, das ist ja nicht 0%. Also auch industrienahe Studien finden da Zusammenhänge. Und ferne Studien, bei denen ist es das Gegenteil. Da finden 30% der Studien finden keine Zusammenhänge, aber 70% finden gesundheitliche Auswirkungen. Und wenn wir das übereinander legen, kann man sagen, ja, die Hälfte der Studien erkennen da Zusammenhänge, die andere Hälfte nicht. Und es ist doch so, oder das liegt im Kern der Sache, dass nicht jede Studie eine Auswirkung finden wird. Die Studien sind ja auch ganz unterschiedlich angelegt, haben
verschiedene Ziele auch im Hintergrund. Und das ist ja nicht nur bei der Mobilfunkstrahlung so, das ist überall. Sie werden kein Thema finden im Leben, wo Sie 100%ige Sicherheit haben. Das ist nicht Natur. Natur ist nicht schwarz oder weiß, 100% oder 0%. Natur ist die ganze Abstufung. Und eben, es sind ja immer auch andere Einflüsse da, auch bei diesen Studien. Nicht nur die Mobilfunk- oder die Hochfrequenzstrahlung, die da untersucht wird. Immerhin bewegt sich doch langsam etwas, auf jeden Fall in der Schweiz, was die Behörden anbelangt. Und etwa seit einem halben Jahr gibt auch das Bundesamt für Umwelt zu, dass es nicht nur thermische Effekte gibt, sondern auch nicht thermische. Das Bundesamt für Umwelt in der Schweiz ist zuständig für die nicht ionisierende Strahlung, also für die elektromagnetische Strahlung, respektive für die Grenzwertgesetzgebung und die Gesundheit der Bevölkerung. Und bis anhin wurde ja immer verschwiegen oder runtergespielt, dass es eben nicht thermische Schäden gäbe, sondern es wurde rein darauf abgestützt, dass es nur Erwärmungsprobleme gibt beim Telefonieren, dass das Gewebe erwärmt wird, oder? Und da greifen dann auch die offiziellen internationalen Richtwerte, Grenzwerte an, dass diese Erwärmung des Gehirnes nicht zu stark wird. Und ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob es so ist, aber es scheint noch plausibel, diese thermischen Wirkungen, die kommen vom Mikrowellenofen her. Den Mikrowellenofen gibt es ja schon länger und da wird ja mit Mikrowellenstrahlung mit 2,4 GHz, wie wir es hier haben, werden ja Lebensmittel erwärmt. Und das ist ja nichts anderes als ein offener Mikrowellenofen. Darum eben auch die Definition von thermischer Wirkung, also die Wirkung, dass uns dieser Mikrowellenofen nicht zu fest grilliert. Aber eben, und darum die offiziellen Grenzwerte, die richten sich nur an den thermischen Wirkungen. Aber dass es schon weit unterhalb dieser Grenze eben nicht thermische Wirkungen gibt, ist eigentlich eine blöde Unterscheidung. Aber es ist nun mal halt so, thermisch, nicht thermisch. Das sickert doch langsam ins Bewusstsein dieser offiziellen Stellen. Und als ich eben vor einem halben Jahr diese Homepage wieder mal besucht habe vom BAFU, war ich doch erstaunt, was sie da schreiben, offiziell schreiben und zugeben, dass eben verschiedene Studien auf biologische Effekte hinweisen, welche weit unterhalb der offiziellen Grenzwerte auftreten. Sie schreiben da von erhöhtem Krebsrisiko, kanzerogene Wirkung, also eben, ich habe einen kanzerogenen Stoff, Aluminium, was auch immer, und wenn jetzt noch Mobilfunkstrahlung dazu kommt, wird das noch viel extrem verstärkt. DNA-Schäden, programmierter Zelltod, oxidativer Zellstress. Und sie schreiben auch klipp und klar, dass es nicht thermische Wirkungen gibt, ist also unbestritten. Das ist schon mal ein großer Fortschritt, weil vor einem Jahr waren wir noch nicht an diesem Ort. Einfach weil die Beweislage schon langsam erdrückend wird, dass sie diese Themen einfach nicht mehr ignorieren können. Jetzt aber kommt der große Spagat. Und ich habe Ihnen hier extra das noch fett gemacht. Studien weisen auf biologische Effekte hin. Und ein biologischer Effekt, das muss ja noch nicht zwingend eine gesundheitliche, nachteilige Auswirkung sein. Und das ist dann auch die Schlussfolgerung. Es ist nicht ganz klar, ob diese biologischen Auswirkungen auch einen negativen Einfluss auf uns haben. Das schreiben sie so. Also das BAFU hat alle Gemeinden, respektive die Kantone, informiert über 5G und dieser Satz steht so drin. Es ist nicht klar, ob programmierter Zelltod, oxidativer Zellstress oder sogar erhöhtes Krebsrisiko, ob das gesundheitsschädlich ist. Ich weiß auch nicht, wie sie auf solche Ideen kommen, aber schwarz auf weiß. Ich habe selber auch kurz Studienrecherche betrieben, man liest ja sehr viel und ich wollte das auch etwas genauer selber wissen. Ich habe 1-2 Stunden investiert, etwa 20 Studienzusammenfassungen angeschaut. Sie sehen hier das EMF-Portal aufgeschaltet, www.emf-portal.org. Da werden sämtliche Studien im Zusammenhang mit gesundheitlicher Auswirkung publiziert oder zusammengefasst. Ich habe etwa 20 Studien angeschaut und etwa 10 davon hatten wirklich gesundheitliche Auswirkungen. Also auch ich komme zum Schluss, wahrscheinlich etwa die Hälfte der Studien finden etwas.
Und der Bund sagt jetzt halt, ja, da muss jetzt noch mehr geforscht werden, bis das wirklich ganz klar ist. 100%ige Sicherheit wird es nie geben. Das ist einfach so, liegt im Kern der Sache. Ich habe dieses Bild vor 2 Jahren schon gezeigt, als ich hier stand und zum Induktionsherd sprach. Und es sind in diesen 2 Jahren 3700 Studien mehr gemacht worden, zusätzlich. Ich weiß nicht, wie viele Studien es noch braucht. Wahrscheinlich braucht es einen Studiengrenzwert, der besagt, wenn wir 50.000 oder 100.000 Studien haben, dann ist es klar, dann geht etwas. Ich weiß es nicht, aber da ist noch viel Arbeit angesagt, Aufklärungsarbeit angesagt. Es gibt genügend Belege für gesundheitliche Auswirkungen und da frage ich mich schon, auf was warten wir noch, oder? Und eben, das ist ja alles, all diese Studien sind nicht mal 5G, das ist 4G, 3G, also alles, was wir heute schon haben, zeigen diese Auswirkungen. Und 5G kommt ja zusätzlich. Ja, auf was warten wir oder was ist das Problem? Und ich habe es verschiedentlich schon angetönt, oder? Ein großes Problem ist natürlich schon die Verstrickung der Staaten mit der Mobilfunkindustrie. Wenn ich jetzt nur mal schaue, oder? Der Staat ist oft Hauptaktionär an den Mobilfunkfirmen. Das ist in der Schweiz so. Der Staat, der Bund, hat 51% der Aktien der Swisscom und das ist eben der größte Mobilfunkanbieter in der Schweiz. Bei der Deutschen Telekom ist es nicht viel anders. Der Staat ist Hauptaktionär, hat nicht die Hälfte, aber ist Hauptaktionär davon. 14% direkt und 17% indirekt Beteiligung. Und der Staat verdient auch an den Frequenzversteigerungen, das haben wir gehört. Der Staat, viele Staaten fahren Digitalisierungsstrategien. Auf der anderen Seite legen ja die Staaten die Grenzwerte fest. Das ist ja nicht eine Vorgabe, ich sage jetzt von der WHO oder von dieser ICNIRP, dieser Strahlenschutzkommission. Das sind im Prinzip einfach Empfehlungen eines privaten Vereines notabene. Aber die WHO übernimmt das und das eben sind nur Empfehlungen und die meisten Staaten übernehmen diese Grenzwertempfehlungen. Aber die Schweiz oder Deutschland, Neuseeland, Ecuador, was auch immer, die könnten ihre eigenen Grenzwerte festlegen. Zum Teil machen sie das auch, zum Teil sind die Grenzwerte etwas strenger, aber meistens orientieren sie sich an den empfohlenen Werten. Und der Staat ist auch für die Gesundheit der Menschen, der Bevölkerung zuständig und der Staat beurteilt ja auch die Studienlage, oder? Und das ist wirklich eine Verstrickung oder ein Spagat, den der Staat da machen muss und das wundert es mich nicht, dass da nicht mehr läuft oder dass der Druck halt jetzt wirklich von der Basis, von der Bevölkerung herkommen muss, dass sich da etwas ändern kann. Gerade gestern war in der Neuen Zürcher Zeitung ein kurzer Artikel drin, also auf der Online-Ausgabe, und der mir wieder zeigt, oder, wie der Bürger hier halt, wir alle, dem Staat schon ein bisschen auf die Finger schauen müssen. Die Schweiz verfügt über ein Qualitätssicherungssystem, was die Antennen anbelangt. Da werden jeden Tag automatisch die Antennendaten, Betriebsdaten an eine zentrale Datenbank übermittelt. Ich weiß nicht, ob das nur in der Schweiz so ist oder auch, ob das international oder in anderen Ländern gemacht wird. Auf jeden Fall, wenn diese Datenbank merkt, dass da irgendein Parameter nicht stimmt, zum Beispiel Grenzwerte überschritten werden oder was auch immer, dann sollte es eigentlich einen Alarm auslösen und eine Meldung an die Betreiber machen, dass sie das beheben können, dieses Problem, Anführungszeichen. Und jetzt haben aber verschiedene Bürger einfach gezweifelt, dass dieses Qualitätssicherungssystem wirklich funktioniert oder richtig gehandhabt wird. Und es haben private Personen, Fachpersonen Messungen gemacht bei Antennen und gesehen, ja, unsere Messungen stimmen nicht mit den Angaben überein, die da gemacht werden. Und nun hat sich das Bundesgericht eingeschaltet und fordert jetzt wirklich die schweizweite Kontrolle von Mobilfunkanlagen. Also das Bundesgericht sagt heute auch, dieses Qualitätssicherungssystem, wie es heute angewendet wird, lässt da doch einige Zweifel offen. Auch da sehen wir eben ein Beispiel, wie
wir wirklich wachsam bleiben müssten und nicht einfach alles glauben dürfen, was uns da gesagt oder aufgetischt wird. Gut, jetzt steht da in der Ausschreibung auch, oder ich erkläre oder ich erzähle Ihnen auch, was wir denn konkret tun können. Und ich gehe davon aus, Sie haben alle viele Ideen oder jetzt auch Inputs erhalten, was Sie tun könnten. Weil der Fall ist klar, oder? Es geht einfach darum, uns bewusst zu werden, wie viel Zeit verbringen wir einerseits mit diesen Geräten und ist es unserer Entwicklung dienlich oder nicht. Will ich tatsächlich mich 3 Stunden pro Tag versklaven lassen? Da kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich habe es selten eingeschalten, das Smartphone. Man kann seine Kinder noch so gut erziehen, sie machen einem doch alles nach. Und das ist so, die Kinder schauen mehr auf das, was wir machen, als auf das, was wir sagen. Also da geht es wirklich darum, Vorbild zu sein. Wenn Sie mit etwas nicht einverstanden sind, dann ändern Sie das zuerst bei sich. Es ist natürlich immer einfacher, wenn ich beim anderen schauen möchte, zuerst schaue, oder was er ändern kann oder muss oder soll. Und das führt ja dann auch immer zu diesem Ausspruch, ja, man sollte und man müsste und hier noch einen Brief schreiben und so. Aber wer ist man? Das bin ich, oder? Statt eben, man sollte ein Projekt eingeben und sagen, ja, ich mache das, weil nur so verändern wir etwas. Und in diesem Zusammenhang natürlich auch eben echte soziale Kontakte pflegen. Das haben wir gestern gehört, Einsamkeit, ein großes Thema, Krankheitsursache Nummer 1. Für was setze ich meine Lebenszeit ein? Auch, dass wir uns mit den Kindern abgeben, halt wirklich in die Natur rausgehen und etwas erleben zusammen, in die Berge gehen zum Beispiel, wie ich das ab und zu gerne mache. Daneben dieses exponentielle Wachstum, ist das wirklich nötig? Ich kann jetzt natürlich auch, solange es geht, auf 5G verzichten, keine Hardware kaufen, auch kein 5G-Abo lösen. Natürlich, irgendwann geht auch mein Smartphone kaputt, ich muss ein neues kaufen und dann gibt es wahrscheinlich nur noch 5G-Handys, die das können. Aber bis jetzt habe ich das im Griff. Und schauen Sie, das Beste wäre ja eigentlich, 5G findet statt, aber keiner geht hin, oder? Und wenn die Mobilfunkanbieter nichts verdienen daran, dann suchen sie sich einen neuen Business Case, oder? Aber nicht mehr 5G. Und es liegt wirklich an uns. Nutzen wir diese Technologie und wie nutzen wir sie? Die Trennung drinnen, draußen oder im Haus, im Gebäude gibt es eigentlich keinen Grund, große Datenmengen via Funkverbindung herunterzuladen. Selbst hier im Hotelzimmer haben wir ja einen Kabelanschluss, Internetanschluss. Natürlich, die Geräte werden immer kleiner. Es fehlt irgendwann die Möglichkeit, dass ich da verkabelt Internet einstecken kann. Aber doch mit der Wahl von Geräten oder dem Kauf von Geräten kann ich das selber auch beeinflussen. Ich muss ja die Zeitung nicht auf dem Handy lesen. Ich kann das ja auf dem Laptop machen, wo ich noch einen physischen Anschluss habe. Dann ganz generell, oder natürlich, es gibt viele Situationen, wo ich erreichbar sein muss, Picke, was auch immer hier auch während dem Aufbau, oder da muss so viel kommuniziert werden etc., das geht nicht anders und für das sind diese Geräte auch da. Aber ich muss da nicht stundenlang diese Geräte eingeschaltet halten und vor allem die verschiedenen Funkdienste, die da drin stecken, WLAN, Bluetooth, all diese Sachen, mobile Daten, das kann ich alles ausschalten separat, sodass ich einfach telefonisch erreichbar bleibe und aber alle anderen eingebauten Sender da nicht unnötig strahlen. Letztes Jahr eben Digitalisierung haben wir gehört von David und Isabel Seiler. Und auch da, Digitalisierung an Schulen, WLAN an Schulen, das hält in vielen Ländern Einzug. Aber auch das muss nicht sein. In Frankreich zum Beispiel ist WLAN an Kindergärten oder Kinderkrippen verboten. Und auch Mobiltelefone an Schulen sind verboten, gibt es nicht. Andere Länder können das, warum auch nicht in Deutschland oder in der Schweiz oder in Kolumbien zum Beispiel. Und dann, und für das sind wir auch hier, informieren Sie sich.
Büchertisch. Es gibt so viele gute Unterlagen, Broschüren, auch Bücher. Nehmen Sie die Gelegenheit wirklich wahr, Sie kommen nie mehr so einfach zu Informationsmaterial und geben Sie diese Informationen, dieses Wissen, das Sie da erhalten, geben Sie das auch weiter an Ihre Freunde, an Ihre Nachbarn. Wenn Sie in einem Mehrfamilienhaus wohnen, ist die Chance groß, dass irgendwo irgendwer ein WLAN eingeschaltet hat, Tag und Nacht. Sprechen Sie mit diesen Leuten in allem Anstand und Respekt voreinander. Diese Menschen wissen das vielleicht gar nicht, dass das schädlich ist und sind vielleicht sogar froh, wenn sie darauf hingewiesen werden. Und auf einer größeren Ebene ist jetzt in der Schweiz und Deutschland so, dass man wirklich auch Bürgerinitiativen entstehen lässt, Unterschriften sammelt, wirklich Gemeindebehörden anschreibt oder wenn irgendwo eine Antenne geplant ist, dass man Einsprache macht, dass man wirklich auch seine politischen und demokratischen Rechte wahrnimmt und sich in die Diskussion mit einbringt. Und das wird schon erhört. Wenn das nur eine einzelne Person ist, ist die Stimme etwas leiser, aber wenn das Tausende von Menschen sind, die sich da engagieren, dann kann etwas geschehen. Und ganz wichtig, halten Sie Ihre Vision von einem gesunden Planeten aufrecht. Nur wenn Ihre Gefühle, Ihre Gedanken, Ihre Worte und Taten im Einklang sind, dann können Sie das Unmöglich Scheinende möglich machen. Ganz herzlichen Dank.